falls du es dir doch noch anders überlegst. Meine Nummer hast du ja. Ja. Aber rechne nicht mit meinem Anruf. Egal, was ihr mir da erzählt, da läuft doch irgendwas. Wie vorbildlich. Der Chef ist wie immer der Letzte im Haus. Anscheinend ja nicht ganz. Ich war heute sehr erfolgreich und dafür hole ich mir jetzt meine Belohnung. Als dein wichtigster Geschäftspartner gönne ich dir natürlich jeden Erfolg. Ich habe heute einige pikante Dinge rausgefunden. Du machst mich neugierig. Ich glaube, für dich ist es nichts Neues. Du warst ja bei der Hochzeit deines Vaters dabei, als Evelyn Thoma für einen kleinen Skandal gesorgt hat. Ja, und diese Unverschämtheit hat ihre Karriere bei der Landschirm Holding abrupt beendet. Ja, sehr geschmacklos zu behaupten, sie sei nicht nur Carlas Assistentin, sondern auch ihre Geliebte gewesen. Umso erstaunlicher, lieber Ansgar, dass du sie in den letzten Wochen so protegierst und wieder mit Carla in Verbindung gebracht hast. Absurd. Versuch nicht zu bluffen, ich habe meine Quellen. Warum hätte ich das denn tun sollen? Um Beweise gegen Carla zu bekommen? Ich bewundere deine Fantasie. Dein Vater wird Carla nur schwer verzeihen, wenn er nach der Scheinhochzeit von ihrer Homosexualität erfährt. Und du bist deinem Ziel, Nachfolger in der Holding zu werden, ein ganzes Stück näher gekommen. Habe ich was Falsches gesagt? Herr von Hochstaden, Frau von Hochstaden, die junge Dame wird Ihnen die Garderobe abnehmen. Frau von Anstetten behauptet, Sie hätten sie eingeladen. Ich kümmere mich drum. Ich hätte gedacht, ich hätte mich klar ausgedrückt. Und du hast jetzt geglaubt, du wirst mich so schnell los? Was willst du denn jetzt tun? Vor mir auf die Knie gehen und betteln? Das nicht gerade. Aber ich dachte, wenn du nicht mit mir sprichst, wende ich mich an deinen Vater. Ich glaube kaum, dass der Zeit für dich hat. Wenn ich ihm von Carlas lesbischen Geheimnis erzähle, glaube ich ganz bestimmt, dass er mir zuhört. Nein, es ist alles in Ordnung, danke schön. Ansgar, du musst mich unbedingt jemandem vorstellen. Was macht sie denn hier? Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin mir sicher, die arbeiten sehr eng zusammen. Nico, bleib doch noch ein bisschen. Ich kann mir wirklich ein cooleres Ambiente vorstellen. Also, viel Spaß noch. Tschüss. Ich fürchte, ich werde ihr nie standesgemäßes Auftreten beibringen. Na, hoffentlich. Frau von Anstetten verfügt übrigens über ausgezeichnete Kontakte nach Asien. Klingt sehr interessant. Vielleicht können wir uns später ausführlicher unterhalten. Ganz bestimmt. Danke für die Einladung. Ehrlich gesagt fühle ich mich eigentlich schon fast wie zu Hause. Besonders erfreut scheint der Bruder ja nicht über seine Begleitung zu sein. Ach, das ist seine Sache. Ich frage mich nur, womit sie ihn überzeugt hat, dass er sie zu dieser kleinen Runde einlädt. Du könntest ruhig was netter zu mir sein, oder fehlt dir dazu die Klasse? Nein, ich sehe einfach keine Veranlassung dazu. So wie du mich überrumpelt hast. Dann spiel den Leuten halt was vor. Deiner Schwester gelingt es ja auch. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Ich wusste gar nicht, dass Tanja von Anstetten mit dem jungen Grafen befreundet ist. Ich auch nicht. Ich hoffe nur, es ist nichts Ernstes. Nach allem, was ich über sie gehört habe. Graf Landstein, hallo, wir haben uns noch gar nicht begrüßt. Guten Tag. Normalerweise sind solche Feste ja eher Routine, aber zu Ihnen aufs Schloss kommt man wirklich gern. Würden Sie mich bitte einen Moment mit meinem Sohn allein lassen? Wir haben etwas zu besprechen. Ich frage mich, wozu ich überhaupt Einladungen ausspreche, wenn du dich doch nicht an sie hältst. Entschuldige, Vater. Wenn ich geahnt hätte, dass die Anwesenheit Frau von Anstetten ein Problem darstellt. Wen ich zu diesen Anlässen einlade, entscheidet immer noch ich. Und deine Begleiterin gehört nicht dazu. Dann wird es nicht wieder vorkommen. Ich bitte darum.
Na, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Danke, dass du dich bei deinem Vater so für mich einsetzt. Oh, glaub bloß nicht, dass das seine Zweifel dir gegenüber ausgeräumt hat. Er wird sich schon wieder beruhigen. Er misstraut dir grundsätzlich. Wir sind Geschäftspartner. Mein Vater hat unserem kleinen Geschäft nur sehr widerwillig zugestimmt. Schon vergessen? Aber wenn ich ihn von meiner Integrität überzeugen kann? Vergiss es. Leute mit deinem Ruf duldet mein Vater nicht in seiner Umgebung. Und du? Selbstverständlich bin ich mit ihm d'accord. Aber Kein Aber. Besser, du betrachtest deine Anwesenheit heute hier als einmalige Ausnahme. Sozusagen als kleine Gefälligkeit meinerseits. Ich wüsste nur zu gern, worüber die reden. Ach, wahrscheinlich tauschen Sie gerade Komplimente aus. wenn du nicht ein bisschen netter zu mir bist, dann werde ich deinem Vater von Carlas lesbischem Geheimnis verraten. Du willst mir drohen? Das würde doch für einen schönen Skandal sorgen, oder? Vor 100 Jahren hätte man noch die Hunde auf dich gehetzt. Heutzutage würde man dich wohl wahrscheinlich nur vom Hof werfen. Das glaube ich kaum. Graf Lahnstein, ich muss Ihnen schon wieder ein Kompliment machen. Dieser Barolo ist hervorragend. Aber auch Ihr letzter Jahrgang wird sicherlich ein sehr guter Wein. Ja, das Jahr 2003 war wirklich ein fantastisches Jahr. Die Trauben gedeihen prächtig unter Ihren Händen. Nun, das ist doch eher ein Verdienst meines Kellermeisters, nicht wahr? Mhm. Und ein Gestüt haben Sie auch, habe ich gehört? Was bezwecken Sie eigentlich mit diesen Komplimenten, Frau von Anstetten? Nichts. Ich liebe Pferde. Ich habe sogar mal als Pferdepflegerin gearbeitet. Natürlich nur so zum Spaß. Entschuldigung, Johannes. Der Stallbursche hat gerade angerufen. Lancelot geht's nicht so gut. Wahrscheinlich doch eine Kolik. Die hat er sich bestimmt auf seinem letzten Ausflug geholt. Ich würde gerne mal nach ihm sehen, falls das okay ist wegen der Gäste. Ja, natürlich. Deine Stiefmutter ist wirklich sehr sympathisch. Ja, sie gehört auch noch nicht lange zur Familie. Ach, deswegen. Aber vielleicht kannst du dich ja in Zukunft häufiger mit ihr in der Stadt treffen, hm? Ansgar, das ist ein freies Land und ich treffe mich mit wem ich will und wo ich will. Oh, aber sicher doch. Solltest du allerdings beabsichtigen, durch meine Stiefmutter Zugang zu Königsbrunn zu bekommen, dann Nichts liegt mir ferner, als die rechte Hand eines Mafiosi aus Singapur. als die rechte Hand deines besten Geschäftspartners. Wie dem auch sei, wenn du das nächste Mal kommst, nimm doch bitte den Dienstboteneingang, hm? Warum warst du nicht auf dem Empfang? Solche Veranstaltungen nerven doch nur. Also Nico sieht das etwas pragmatischer. Sie hat sich kurz blicken lassen, alle Hallo gesagt und dann war sie wieder verschwunden. Umso besser, dass ich nicht da war. Nico nervt auch. Ja, du musst ihr ja nicht gleich um den Hals fallen, aber immerhin ist sie die Halbschwester meiner zukünftigen Frau. Also bitte, in Zukunft etwas mehr Diplomatie. Daddy, ich habe gar nichts zum Anziehen. Bis später, Kleines. Papa geht ein bisschen Geld verdienen, ja? Ne? Helfe mal, ma. Hallo? Und? Wie hat's dir gefallen? Gut. Warum fragst du? Weil es dein erster und letzter Auftritt hier war. Und ich möchte doch, dass du ihn in guter Erinnerung behältst. Das werden wir sehen. Spar dir doch die Sprüche, hm? Du weißt leider nicht, was ich noch alles im Petto habe. Was hältst du denn von einer kleinen Spritztour? Unsere Oldtimer setzen langsam Staub an. Ich wollte jetzt eigentlich noch nach Lancelot sehen. Dr. Ellis hat doch gesagt, dass das Schlimmste überstanden wäre. Ja, aber nach so einer Kolik ist es ganz gut, wenn jemand bei ihm ist. Ja, du hast recht. Bis gleich. Bis gleich. Was willst du denn noch? Dass du dich am besten auch gleich nach einer neuen Wohnung umsiehst.
Deine Kündigung ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin lediglich freigestellt. Auf jeden Fall hast du bald kein Anrecht mehr auf das Penthouse in der Landstein Holding. Dir wird das Lachen schon noch vergehen. Entschuldigung, ich will euch nicht stören. Sie stören nicht. Hast du gleich mal einen Moment? Gleich. Hochmut kommt eindeutig nach dem Fall und du bist das beste Beispiel dafür. Pass auf, dass du nicht untergehst, und zwar schon sehr bald. Endlich hat dein Vater eingesehen, was Silvia für eine Intrigantin ist. Kannst du nicht mal fragen, ob ich ihre Nachfolge bei Omitia antreten kann? Glaubst du wirklich, sie würde dir die Führung so ohne weiteres überlassen? Ja, was bleibt dir denn anderes übrig? Die hat doch nichts mehr zu melden. Hallo, ihr Turteltäubchen. Na, Schatz. Na? Oh, ist das die Wunschliste für eure Hochzeitsgeschenke? Ja. Sag mal, wo wir gerade bei Wünschen sind. Ich wollte in die Stadt und mir mein Brautjungfernkleid aussuchen. Das musst du nicht, mein Engel. Dein Kleid wird selbstverständlich maßgeschneidert. Hm? Ach so, ja, umso besser. Dann will ich auch gar nicht weiter stören. Tschüss. 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 Du stellst dir das alles ein bisschen zu einfach vor. Wenn Silvia Johannes davon erzählt, dass wir nur zum Schein heiraten, dann Das wird sie doch nicht wagen. dann wirst du überhaupt keinen Post mehr in der Holding bekommen. Carla, Silvia kann nur drohen, sonst nichts. Wenn sie sich an dir rächen will, dann wird sie Vater erzählen, dass ich nur Frauen liebe und dass ich ihm all die Jahre was vorgespielt habe. Warum musstest du sie auch so provozieren? Gesetzt den Fall, sie würde es tun. Nach dem, was sie sich gestern in der Firma geleistet hat, glaubt ihr dein Vater doch kein Wort mehr. Trotzdem, das ist mir alles viel zu unsicher. Ich gehe noch mal zu ihr und rede mit ihr. Darf ich Ihnen auch etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Haben Sie einen neuen Job für mich? Nein, es geht um Ihren Streit mit Bernd. Ich habe die Befürchtung, Sie könnten Ihre Meinung vielleicht doch noch ändern. Um ein kleines Geheimnis lüften, um sich an Bernd zu rächen. Mein Ruf ist immer noch ziemlich schlecht. Das freut mich. Wenn man erführe, dass Hanna und sie ein Paar waren, könnte Bernd sich die Hochzeit abschminken. Sein Plan, sich bei den Lahnsteins breit zu machen, wäre zunichte und das wäre ein großer Spaß für mich. Aber vielleicht erinnern Sie sich, dass ich Hanna mein Wort gegeben habe, mein Wissen nicht zu verraten. Und das halte ich auch. Ich danke Ihnen. Vielleicht könnten Sie mir auch einen kleinen Gefallen tun. Der wäre? Ich bräuchte ein paar Informationen über Tanja von Anstetten. Wieso interessieren Sie sich für sie? Ach, man trifft sich während der Arbeit, hat kaum Zeit, mal ein paar Worte zu wechseln. Tja, so viel kann ich Ihnen gar nicht über sie sagen. Ich kenne sie nicht so gut. Letztens war sie doch auf der Weinprobe Ihres Vaters? Ja, dann hat Ansgar sie wahrscheinlich mit hingenommen. Ich denke mal, weil sie für Mr. Rush arbeitet. Mhm. Und sonst? Sonst? Sie liebt ostasiatische Kunst. Sie liebt ostasiatische Kunst? Ja. Sie interessiert sich sehr für eine Statue, die morgen aus Singapur eintreffen soll. Ah, Frau Jones. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss ins Kongresszentrum. Meine Frau wird mir berichten. Hallo, Silvia. Elisabeth, es ist soweit. Es gibt Neuigkeiten. Der Detektiv? Er hat herausgefunden, dass Rush seine Finger im Glücksspiel hat. Weiter. Gegen ihn wurde schon einmal wegen Schwarzgeldwäsche ermittelt. Allerdings hat man nie Anklage erhoben. Ja, bringen uns diese Informationen in irgendeiner Form weiter? Gut möglich. Tanja von Anstetten hat neuerdings ein auffälliges Interesse an Kunst und jetzt kommt's, aus Singapur. Und wenn wir 1 und 1 zusammenzählen... Sie meinen? Meine Theorie ist, dass Rush sein Schwarzgeld mit den Kunstlieferungen ins Land schmuggelt und Ansgar und Tanja waschen es über das Kongresszentrum. Also das wäre ja unglaublich. Noch nicht ganz schlüssig ist für mich, was Bernd mit der Sache zu tun hat, aber das werde ich schon noch rausfinden. Das klingt wirklich nach einer heißen Spur. Ja, aber zu Johannes von Lahnstein können Sie damit trotzdem nicht gehen.
Der glaubt Ihnen doch kein Wort mehr, nachdem man Sie beim Spionieren erwischt hat. Ja, da haben Sie allerdings recht. Aber es ist der einzige Weg.